Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für eine würzige Paprika-Reispfanne mit Hackfleisch. Dafür als erstes eine Zwiebel sowie 2 Knoblauchzehen abziehen und fein hacken. Dann 2 große Paprikaschoten entkernen und in mundgerechte Stücke schneiden. Und zum Schluss noch eine große Handvoll frische Petersilie fein hacken und zur Seite stellen. Als nächstes eine große Pfanne mit einem Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und dann bei mittlerer Hitze für ca. 2 bis 3 Minuten glasig anschwitzen, dabei gelegentlich umrühren, anschließend die Hitze etwas erhöhen, 500 Gramm Rinderhack dazugeben und das Rinderhack unter gelegentlichem Wenden für 3 bis 4 Minuten krümelig anbraten. Wenn das erledigt ist, mit je einem Teelöffel Paprikapulver edelsüß, Paprikapulver rosenscharf, Kurkuma, Kumin und gemahlenem Koriander würzen. Außerdem 200 Gramm Basmati-Reis in die Pfanne geben, alles einmal gut umrühren, für circa 1 Minute mit anbraten. Jetzt noch die Paprikastücke unterrühren und zum Schluss eine Dose gehackte Tomaten sowie 800 Milliliter Gemüsefond dazu gießen. Nochmals gut umrühren. Das Ganze anschließend einmal aufkochen und dann für ca. 20 Minuten bei niedriger bis mittlerer Hitze leicht köcheln lassen. Zwischendurch mal umrühren und sobald der Reis gar ist und die gesamte Flüssigkeit aufgesogen hat, sind wir im Prinzip auch schon fertig. Zum Schluss nur noch die gehackte Petersilie dazugeben, außerdem mit einer Prise Salz und Pfeffer abschmecken und die Paprika-Reispfanne anschließend vom Herd ziehen und auf tiefen Tellern verteilen. Eventuell mit weiterer Petersilie garnieren und danach servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.